Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Wenn ihr das Video hier seht, dann hat in dem Moment gerade um 16 Uhr der EU7-Server gestartet und da wünsche ich euch natürlich wie jedes Mal viel Glück und Erfolg drauf. Ja, ich bin auch auf dem Server vertreten. Was da so meine Ziele und Pläne sind, verrate ich euch gleich. Aber natürlich habe ich auch diesmal wieder einen Code für euch parat. Für alle Leute, die exklusiv auf EU7 spielen, haben wir hier einen Code Dorza-EU7. Dieser Code gibt euch einen Flügeltrank, ein Reittier, ein 50er Mount, einen Greifendrachen oder einen Drachengreif, je nachdem, und 100 Lucky Coins. Ja, der Code ist einlösbar nur bis Stufe 20. Davor müsst ihr ihn eingelöst haben. Wenn ihr ihn über Stufe 20 einlöst, könnt ihr das nicht mehr tun. Deswegen solltet ihr es auf jeden Fall gleich sofort machen, wenn ihr den Server startet. Ne? Ansonsten, wo macht man das Ganze? Ihr geht hier oben auf das Plus, dann auf Coupon einlösen, hier einfach den Dorza-EU7, ja, und dann gebt mir den Bonus und dann bekommt ihr auch den Bonus. Wie immer könnt ihr das natürlich auch sehr gerne, falls ihr schon eine Gilde habt, mit eurer Gilde teilen. Hier über neue Nachrichten dann einfach auf Empfänger, dann empfängt die ganze Gilde das, dann einfach hier, was weiß ich, Code reinschreiben und den Code dann nochmal hier reinkopieren und dann hat eure komplette Gilde da auch was von und nicht nur ihr und dann kann da jeder von profitieren. Ist eine ganz geile Starthilfe, denke ich mal, auf jeden Fall. Und ja, das auf jeden Fall erstmal soweit zum Code. Ansonsten, ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt gerade die Aufnahme mache, bin ich natürlich noch nicht. Ist der Server natürlich noch nicht live, ne, ist klar. Um 16 Uhr am Freitag geht's los und haben wir jetzt 1337, ja, das passt wieder. Und ja, ich werde auf dem Server spielen. Ich habe mir einen Kundschafter diesmal ausgesucht, weil ich nicht genau wusste, was ich nehmen wollte und ich dachte mir, Kundschafter habe ich jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr, nehme ich mal den. Ich werde beim guten Sergio in der Gilde anfangen, da sind auch einige andere Content Creator, wie ich erfahren hatte, mit drinne. Ich werde die ersten paar Wochen auf dem Server spielen, das wird wieder mal nichts Langfristiges, nichts Langwieriges, ja, wie immer meine 3 Hauptcharaktere, um die ich mich kümmern muss. Ne, der 4. wird schon zu viel auf jeden Fall und deswegen bleibt es auch dabei. Hatte ich den Sergio auch schon so gesagt, dass das Ganze nur zum Anfang ein anfangs kurzzeitiges Projekt wird. Aber was halt sehr spannend ist auf dem Server, ist halt, dass exklusiv auf EU7 das neue Expeditions-Event getestet werden kann. Das wird auf keinem anderen Server live aufgespielt werden. Das ist nur auf EU7 so. Und das ist eigentlich auch so der Hauptgrund, warum ich auf dem Server auch ein bisschen starten und durchziehen möchte. Und das Ganze startet halt erst ein bisschen später. Nicht direkt zum Serverstart, sondern, ich muss gleich mal gucken, das startet am 11.10. Und da bin ich halt sehr gespannt drauf. Da möchte ich natürlich auch unbedingt mal gucken, was sich da jetzt in der Zwischenzeit getan hat mit dem neuen Expeditionsevent. Also nächste Woche Mittwoch kommt das Ganze dann raus mit der wissbegierigen Forscherin. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Und da wird, denke ich mal, auch ein bisschen was dazu kommen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zeit mit Sergio und den anderen Leuten da in der Gilde. Ne? Ich glaube, jetzt kann man das auch announcen, denn auf EU7 bekommt auch jetzt der Sergio Kurai seinen eigenen Avatar. Ja? Herzlichen Glückwunsch dazu. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich werde ja die Tage ein paar Videos machen. Da werden wir auf jeden Fall da auch den Charakter begutachten. Kann ich nur so sagen. Ist auf jeden Fall sehr gelungen und ziemlich individuell das Ganze. Deswegen bin ich da schon ein bisschen neidisch auf jeden Fall drauf. Ne? Aber ja, gönne das natürlich auch vom Herzen, dass der Sergio da auch ein eigenes Avatarbild bekommen hat. Und ja, generell werden wir mal schauen, was da so auf dem Server so los sein wird, was da abgeht, wer da alles am Start diesmal ist. Und ja, bin wie jedes Mal da auch sehr, sehr gespannt drauf, aber erwartet da bitte nicht von mir irgendein High-Level-Gameplay. Das wird nicht passieren und wird auch die nächsten Server nicht passieren, solange ich nicht irgendwann wieder einen neuen Charakter dauerhaft langfristig anfangen möchte. So,
Es gibt ja viele Content Creator, die haben deutlich mehr Bilder als ich, so. Ich habe ja 2 Stück, ne? Gibt ja welche, die haben da irgendwie 5, 6, 7 oder so, keine Ahnung, gefühlt irgendwie Auswahl, jeder Server einen anderen Avatar, so. Ist bei mir jetzt so nicht der Fall. Ich könnte wahrscheinlich auch, wenn ich mir einen anfordern wollen würde, könnte ich wahrscheinlich auch einen neuen Avatar bekommen, so. Aber auf der einen Seite, erstens, bin ich schon zufrieden so mit denen, die ich habe. Zweitens, ja, müsste man dann auch wieder irgendwie was Cooles Neues finden, so, was es auch noch nicht gibt. Finde ich persönlich, will halt auch keinen Einheitsbrei haben, so, obwohl so eine Avatare auch nie Einheitsbrei sind, davon mal ab, ne. Aber ich denke mal, das ist das geringste Problem, irgendwas Cooles sich da auszudenken. Aber der dritte und der aus meiner Sicht wichtigste Punkt ist, wenn ich einen neuen Avatar möchte, dann ist das höchstwahrscheinlich in Verbindung mit einem neuen Serverstart. So. Und wenn ich jetzt mein letzter Charakter oder beziehungsweise mein letztes Avatar-Bild, was ich bekommen hatte, war halt auf W50 gewesen, zum Anlass des W50 Serverstarts, wo ich mir halt im Vorhinein schon fest vorgenommen habe, okay, den ziehe ich langfristig durch. Ne? Das hatte ich mir halt schon so fest vorgesetzt und ja, ihr kennt ja meine vergangenen Serverstarts so, da war nie irgendwie Potenzial da, großartig langfristig zu spielen, und wenn ich einen neuen Avatar haben möchte in Kombination mit einem neuen Serverstart, dann soll das halt auch für den Server ein gebundener Avatar sein und nicht einer, den ich noch auf x-beliebigen weiteren Servern benutze, so. Und deswegen, ja, soll das schon was Besonderes sein. Und da das wahrscheinlich in näherer Zukunft nicht vorkommen wird, dass ich einen festen 4. Account anfange, ja, kommt wahrscheinlich auch der nächste Avatar bei mir erstmal nicht so in Frage, sag ich mal. Ne? Nichtsdestotrotz, ich bin ja trotzdem mehr als zufrieden und ich sag mal so, ich kann da schon sagen, dass ich da schon trotzdem auch, ne, in Luxus schwimme, dass ich überhaupt die Auswahl habe, auf verschiedene Avatare zugreifen zu können. So, ne? Die meisten von euch würden sich wünschen, überhaupt einen zu haben. Deswegen möchte ich mich da gar nicht auch zu weit aus dem Fenster lehnen, was das Ganze angeht. Ja, und deswegen bin ich da eigentlich relativ low-key unterwegs, dass ich mich da auch nicht zu sehr irgendwo aufdränge, zwecks noch einem weiteren Avatar. Würde mir gar nicht zustehen, würde ich auch in der aktuellen Art und Weise gar nicht wollen. Und ja, das ist auf jeden Fall so ein bisschen meine Meinung dazu. Wir haben schon wieder Sand-Uni-Event hier, ne? War das nicht letztes Mal jetzt gerade? Das war doch gerade vor ein paar Tagen jetzt wieder, ne? Gefühlt schon wieder Sanduhren-Event. Achso, ja, was mir gerade einfällt zum Sanduhren-Event, hier gibt es jetzt auch wieder im Webshop die Sanduhren-Aktion, müsste dann hier auch sein. Ja, könnt ihr mal vorbeischauen hier, sehr gerne. Pilzstand geleakt. Oh, gefährlich. Ist nicht so schlimm. 1200 Sanduhren für 10 Euro. Kann man sich gönnen. Hatte ich letztes Mal verglichen gehabt. Was bekommen wir, wenn wir im Shop blättern nach Sanduhren? Für die gleiche Anzahl an Geld, was wir quasi ausgeben dafür. Das heißt, da habe ich 10 Euro in Pilzen zur Aktion, 20% Aktion simuliert, und wir sind auf das exakt gleiche Ergebnis gekommen, als würde ich mir die Sanduhren im Shop kaufen, nur dass ich halt eben noch das Gold ausgegeben habe und hier halt mir das Gold sparen würde. Also wir sind mit 10 Euro in Wert an Pilzen exakt am Ende auf 1200 Sanduhren gekommen. Ja, halt hier im Shop, hier so neue Ware anfordern, ne? Also hatte ich dann 125 Mal, beziehungsweise mit 20% sind es, glaube ich, 150 Mal geblättert und kamen dann auf genau 1200 Sanduhren, die wir da rausbekommen haben. War natürlich ein harter Zufall gewesen, aber fand ich mal ganz lustig, das Ganze so zu vergleichen. Nur, dass wir halt eben das Gold ein bisschen, das Gold konnten wir halt dadurch nicht einsparen. Und genau. Also ist natürlich die deutlich geldsparendere Variante, sich das Ganze hier im Shop zu erblättern, obwohl, nee, gar nicht eigentlich. Nee, eigentlich gar nicht. Nee, stimmt. Eigentlich nicht, weil wir haben ja trotzdem 150 Mal geblättert für 1200 Sanduhren, also von daher, nee, ist Quatsch, also war jetzt zwar, wie gesagt, nur einmal das Beispiel gewesen, dass ich das Ganze mal getestet hatte, um mal den Vergleich zu ziehen,
aber im Prinzip ist es genauso teuer, als würde man ja jetzt 10 Euro für die Aktion im Webshop ausgeben. Ne? Und ja, wie immer natürlich gilt das Ganze, wenn ihr mich da mehr kostenfrei supporten wollt, auch bei den Sanduhren, sehr gerne den Creator Code dort benutzen beim Shoppen und dann werde ich da halt auch noch ein bisschen dran beteiligt. Ihr bezahlt dadurch nicht mehr. Das gleiche gilt halt auch jetzt für den EU7 Serverstart. Da sind ja auch immer zum Anfang sehr viele Angebote, vor allen Dingen die Pilzpakete. Da kann man sehr schlecht Nein zu sagen. Die sind schon immer sehr verlockend, weil die halt preis-leistungstechnisch halt auch einfach zum Anfang noch stimmen. Und ja, die kann man sich sogar holen, wenn man halt wirklich fast wenn man jemand ist, der fast gar keine Pilze ausgibt. Gerade so die 5 und 10 Euro Pakete, die ja, kosten schmalen Taler, sag ich mal, und da bekommt man sehr viel für und das ist auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, ansonsten, ich bin Stufe 662 jetzt mittlerweile. Dadurch, dass ich kurz vor dem Level-Up stand letztes Mal, ich glaube im letzten Video war ich das auch schon, plus halt das Kalender-Level-Up, war das wieder ein Double Level-Up gewesen und das ist schon einiges, sag ich mal so. Ne? Jetzt kommen wir bald vor die magische Stufe 666. Ja, da freue ich mich persönlich auch schon sehr drauf. Und dann sind es halt bald nachher nur noch 30 Level bis Stufe 700. Ja, dauert zwar noch Ewigkeiten so, ne? Man sagt das so einfach. Es ist dann nicht mehr weiter, aber es ist noch ziemlich weit. Also es wird noch sehr, sehr lange dauern, bis wir das Ganze hier mal irgendwann erreicht kriegen. Und ja, aber für das heutige Video soll es das erstmal soweit gewesen sein. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem EU7 Serverstart. Ich werde da die nächsten Tage auf jeden Fall noch ein bisschen was zeigen von berichten, wie es da aussieht in der Gilde, auf dem Server generell. Und ja, mal schauen, ob da der ein oder andere Rekord von dem ein oder anderen Spieler mal wieder angegriffen wird. Wir werden es sehen und bleiben gespannt wie eine Wäscheleine. Bis dahin war es das soweit von mir. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.